Jemand, der flexibel ist, braucht vielleicht nicht so viele Kraftübungen. Jemand, der kräftig ist, braucht vielleicht etwas mehr Flexibilitätsübungen. Ja, hallo. Wer möchte nicht gerne den Driver weiterschlagen? Wer möchte nicht gerne mit dem zweiten Eisenschlag auf den Grün sein? Wundern sich nicht einige, so wie ich, wieso die jungen Spieler wie mein Sohn mit einem Schlag ewig lang spielen können, den Ball sehr, sehr weit schlagen. Man selber schafft es nicht. Klar, je älter wir werden, gehöre ja auch zur Grauhaar-Fraktion, umso kürzer scheinen die Schläge zu werden. Was machen dann viele? Na gut, sie kaufen sich neues Equipment, neue Ausrüstung, geben viel, viel Geld dafür aus. Aber es gibt vielleicht auch noch eine bessere Lösung, wie man weiterschlagen kann, ohne sich neues Equipment zu kaufen. Denn man könnte ja parat sein. Wie wird man parat und wie wird man besser? Also ein Golfbekannter von mir, der das Golfen wieder angefangen hat nach längerer Pause und jetzt die ganze Zeit besser wird, und ich frage mich, wieso eigentlich, der meinte Fitness. Ich mache 2-mal die Woche Physiotherapie, spezialisiert auf Golfer. Und das möchte ich mir jetzt mal aus der Nähe ansehen. Ich bin hier in Basel in der Schweiz, aber so was gibt es garantiert auch in anderen Städten. Hallo. How's it going? Tag. Tag. Mauricio. Gregor. Also, das ist Mauricio, mein Bekannter, den ich gerade erwähnt habe. Sebastian. Sebastian, der Chef von hier, ja? Genau. Gut, wunderbar. Ja, wie ich eben gesagt habe, manche Leute geben mir Geld für viel teures Equipment aus und werden auch nicht besser und schlagen auch nicht weiter. Andere geben mir Geld hier in diesem Studio aus. Wie ist es denn dazu gekommen, Mauricio? Ja, ich hatte nach der Pandemie viele Verletzungen und Übergewicht und hatte Probleme mit meinen Ellbogen, mit meinen Knien, mit meinem Rücken und so weiter. Und dann bin ich zu ihm gegangen, einmal die Woche, halbe Stunde, dann einmal die Woche 1 Stunde, jetzt machen wir 2-mal die Woche 1 Stunde. Und das ist jetzt mehr Training als Physiotherapie, oder ab und zu, man kriegt auch eine schöne Massage dazu. Wie man sieht, das ist das Men's Day Camp von unserem Heimatclub, der Drei-Thermen Golf Resort in Bad Bellingen. Da gibt es übrigens auch etliche Filme dazu, wenn man auf meinem Kanal ein bisschen sucht. Ist das auf etwas spezialisiert oder generell Genau, Fitness oder Physiotherapie? Wie ist das? Und wir unterscheiden uns recht zu normalen Physiotherapeuten, weil wir uns auch im Trainingsbereich gut auskennen. Wir bieten an, Stundentermine zu machen, so wie der Mauri das jetzt mit seinem Problem gemacht hat, von Anfang an das fokussiert anzugehen, statt halbe Stunde wie verordnet von der Versicherung Stundentermine zu buchen. Dann machen wir eine gescheite Untersuchung und schauen, was braucht es für Training, erstmal um die Schmerzen zu beseitigen und später auch um Leistung zu steigern, in welcher Form auch immer. Ich hoffe, ich kann gleich hier mal dem Mauricio einigen Übungen filmen, die es speziell für Golf gibt. Gibt es denn überhaupt Sachen, die man speziell als Golfer machen kann, Übungen, die man machen kann, sei es daheim oder hier im Studio? Es gibt sicher für jede Sportart Sachen, die man sehr speziell machen kann, weil es doch spezifische Bewegungen gibt und Bewegungsabläufe, die sich wiederholen in jeder Sportart. Ich denke, gerade beim Golf ist es besonders wichtig, den guten und runden Schwung zu haben, weil die Sportarten auch typischerweise von einem bestimmten, ich sag mal, Klientel oder Schlag Mensch gemacht werden, gilt es jetzt zum Beispiel bei Männern, die beim Men's Day golfen, besonders mal die Wirbelsäule anzuschauen, ob die nicht im Laufe des Lebens schon ein bisschen eingesteift ist und man die vielleicht erst beweglich machen muss. Genau das Gleiche, die typischen Ellenbogenprobleme, da gibt es dann immer die richtigen Übungen. Ja, eingesteift ist ein gutes Wort, denn wenn ich mich selber filme, dann sehe ich auch, dass einfach die Drehungen nicht mehr so klappen. Ich kann den Rücken nicht drehen und vor allen Dingen fehlt Schnellkraft. Oder Schnellkraft ist auch etwas, was man wahrscheinlich üben kann oder verbessern kann mit so etwas. Prinzipiell kann man alles am Körper noch verbessern, egal was fehlt, ob es Kraft ist, Beweglichkeit ist, die Flexibilität in den Muskeln. Eben beim Golfen ist sicher Schnellkraft ein Parameter, der stimmen muss. Wir messen das alles, bevor wir die Trainingspläne schreiben
Und dann gibt es eigentlich für jeden immer das, was er braucht. Jemand, der flexibel ist, braucht vielleicht nicht so viele Kraftübungen. Jemand, der kräftig ist, braucht vielleicht etwas mehr Flexibilitätsübungen. Genau. Ja, wie ist es denn gekommen zu diesem Trainingsplan? Wie funktioniert das hier? Genau, ich habe hier unser Konzept mal aufgezeichnet. Alle Klienten kommen eigentlich mit Schmerz oder mit einem speziellen Gesundheit oder sportlichen Ziel zu uns. Wir führen mit allen ein ausgiebiges Erstgespräch, machen eine Baseline-Testung. Das bedeutet, wir schauen, wie beweglich ist es, wie viel Kraft gibt es, wie ist die Stabilität. Wir setzen uns dann zusammen, machen ein Konzept und eine Beratung und bieten dann eine Lösung an. Die Lösung kann aus klassischer Physiotherapie bestehen. Das kann man mit Personal Training kombinieren oder das Personal Training alleine machen, entweder in der Gruppe oder 1:1, wie man es ja auch kennt. Und dann haben wir noch Massagen, verschiedene im Angebot. Wir bieten einfach jedem das an, was er braucht. Im Verlauf machen wir natürlich wieder einen Retest und eine neue Konzeption. Interessant. Vielleicht, Mauricio, kannst du mal so 1 oder 2 Übungen kurz machen, damit wir mal sehen, Ja, klar. was da gemacht wird und auch wofür das gut sein soll. Und jetzt ist ein ruhiger Moment hier am Nachmittag unter der Woche. Das hier sind alles Kunden. Also hier wird nicht nur Fitness gemacht, es ist auch so Physiotherapie nach Verletzungen oder Ähnliches. Nach Verletzungen zur Vorbeugung und wenn es einfach weh tut, in der Schulter, im Rücken, klassische Physiotherapie. Das hier hilft jetzt der Rotation, ja? Genau, es geht um die Rotationsfähigkeit des Rückens. Das wird dem Mauri dabei helfen. Was passiert jetzt hier? Mauri ist sich jetzt am Aufwärmen. Bei der ersten Übung geht es letztlich darum, dass er den unteren Rücken beweglich hält. Am Anfang, als er wegen Rückenproblemen zu uns kam, haben wir das als Problem identifiziert. Er war sehr steif im unteren Rücken. Dann haben wir ihn beweglicher gemacht mit manueller Therapie und damit kann er sich das gut erhalten jetzt. Was ist hier? Das ist unser Wartebereich für die Klienten. Hier können sie sich immer bedienen mit frischem, gekühltem Wasser, was gefiltert wurde. Hier haben wir eine gute Kaffeemaschine stehen. Und dieses herrliche Oberlicht mit Blick nach draußen. Genau. Was ist denn das für eine Foltermaschine? Das ist das sogenannte Turtle Gym. Wir haben an dieser einen Maschine knapp 120 verschiedenen Übungen mit Variationen, wahrscheinlich um die 1000 Übungen. Man schafft immer mit Körpergewicht, kann aber auch mit Zusatzgewichten arbeiten. Genau, das ist eine golfspezifische Übung. Mauri, halt den Oberkörper bitte ein bisschen weiter unten. Genau. Damit kann er seinen Schlag verbessern, die Stabilität in dem Rumpf erhalten und die Armkraft auch vermehren. Das ist gut, Mauri. Das scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Also das Genau. kann ich nachvollziehen. Halt den Po unten, Mauri. Gut. Versuch die Hände vor der Brust zu halten. Halt die Spannung in den Schultern und bremst die Rückbewegung ein bisschen. Und was wird da gestärkt? Der Rücken, die Rückenmuskulatur, die Kernmuskulatur? Genau, es geht um die Körpermitte von vorne bis hinten. Es geht um seitliche Muskeln, die den Körper dann drehen. Er braucht viel Schulterspannung, um das stabil zu halten. Genau. Die meisten Übungen an diesem Gerät sind sogenannte funktionelle Übungen. Man stärkt eigentlich den ganzen Körper. Ich werde dir jetzt eine neue Übung zeigen, Mauri. Es geht letztlich auch um die Rotation, aber entgegengesetzt zum Golfen. Das ist mehr als Ausgleichsübung zum Golfen gedacht. Beim Aufsteigen kurz abstützen, dann sitzt du hier drauf, hast die linke Hand erstmal auf dem Rücken, mit der rechten Hand ziehst du nach hinten und drehst den ganzen Körper mit. Der Schwung geht also entgegengesetzt zum Golfen und ist als Ausgleich dazu gedacht. Das ist. Genau, der Winkel bestimmt, wie viel Prozent des Körpergewichts wir bewegen. Bei maximaler Höhe sind wir bei 73% vom Körpergewicht. Wem das nicht reicht, können wir Zusatzgewichte dranhängen. So ist gut. Streck dich. Perfekt. Und halt die Hand eng am Körper. Was ist das jetzt hier? Das ist noch ein anderes Gerät. Das ist ein Kabelzug, der aber nicht klassisch mit Gewichten arbeitet, wie man das aus Fitnessstudios kennt. Wir arbeiten hier mit Luftdruck, um es leichter und schwerer zu machen, haben deshalb den Kompressor da stehen. Dann misst es auch Kraft- und Beschleunigungswerte. Also wir könnten theoretisch Schlagkraft ermitteln von einem Golfer. Mhm.
Ich zeige dem Mauri jetzt noch eine neue Übung. Und zwar kniest du ab. Mit der linken Hand hast du es von oben gegriffen, mit der rechten Hand von unten. Die linke Hand zieht, die rechte stößt und der Körper dreht. Es geht letztlich auch darum, die Rotationskraft des Körpers zu verbessern. Das Becken bleibt stabil. Versuch mal. Mach erstmal die Bewegung. Die zieht rum. Hier beugen den Ellenbogen. Eine. Das Becken bewegt nicht mit, der Oberkörper dreht weit. Und das kannst du jetzt, wenn du dich sicher fühlst, auch mal mit Schwung machen. Mach so schnell du kannst. Und was bringt das jetzt, wenn man die Zahlen kennt? Die leichteste Zahl sind Repetitions. Wir wissen, wie oft wurde die Bewegung gemacht. Hier unten wird es spannender. Da geht es um die Peak Power. Das ist die Kraft mal Beschleunigung. Das war der Maximalwert. Und bei dem Wert daneben sehen wir, dass die letzte Bewegung jetzt mit 79% der Peak Power war. So kann man Training sehr gut steuern, wenn man sagt, macht das immer bei 80% die gleiche Bewegung. Also hier wird getestet, ja, wenn jemand neu kommt. Hier wird ein Teil der Tests gemacht. Können wir mal mit mir einfach mal schauen, was für eine Art von Test gemacht wird? Wir schauen uns vielleicht, ohne dass ich jetzt hier auseinandergenommen werde. wir schauen uns 2 wichtige Sachen an fürs Golfen. Setz dich doch gerne hier vorne mal auf die Bank. Nimm mal beide Hände bitte ins Genick. Die Ellenbogen vor dem Körper zusammen und versuch wirklich mal tief zu greifen, nicht den Kopf, sondern das Genick. Ellenbogen zusammen. Und jetzt versuchst du die Ellenbogen mal so weit zu heben, wie du kannst. Und da sieht man jetzt schon, dass du in deiner Brustwirbelsäule wirklich steif bist. Im Idealfall sollten die Ellenbogen jetzt senkrecht nach oben zeigen können. Das geht nicht, weil du in diesem Bereich nicht gut bewegen kannst. Ja. Du kannst die Arme wieder runternehmen. Jetzt überkreuz mal die Arme auf dem Brustkorb. Lass die Füße bitte nebeneinander stehen. Und jetzt dreh mal so weit du kannst nach rechts. Auch da sieht man jetzt, dass du ungefähr 25 bis 30 Grad drehst. Man würde eher 45 Grad erwarten. Das ist also, auch da zeigt es, dass deine Brustwirbelsäule etwas steif ist. Mal die andere Richtung. Hier kannst du etwas besser drehen. Aber insgesamt dürfte es auch weitergehen. Ich denke, wenn du dich da mobilisierst regelmäßig, wird dein Abschlag besser. Interessant. Super. Ja, also das war eine tolle Übersicht. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für den Ich habe Besuch. gemerkt, also Mauricio, wie alt bist du? 63. 63, gut, ich 72. Aber man sieht, an dir sieht man, dass auch für ältere Leute die Lage nicht hoffnungslos ist. Denn ich habe gesehen, wie du dich hier verbessert hast. Und das scheint ja an jemanden wie dir zu liegen, oder? Und vor allem an seiner Motivation. Ich gebe nur Hilfestellung mit, du solltest das tun und dann muss man es natürlich auch umsetzen. Und viele von diesen Übungen kann man dann auch zu Hause machen oder bekommt man dann einen Plan von euch, wie man, was man zu Hause noch machen kann, zusätzlich zu diesen Maschinen? Genau, also wir haben die Möglichkeit, Pläne für zu Hause zu schreiben. Auch wenn man in einem anderen Gym angemeldet ist, können wir Pläne schreiben. Oder eben eine Betreuung hier können wir auch Pläne schreiben. Toll, also vielen Dank. Und Danke euch. naja, vielleicht findet ja irgendeine der Zuschauer oder Zuschauerinnen es mal hierhin. Wir sind hier in Basel, wie ich am Anfang sagte. Dann hoffen wir, dass wir alle parat sind bald. Vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss. 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 Super. Gefragt, was macht er denn, dass er immer besser wird? Und er hat gesagt, in unserem Alter müssen wir auch mehr Fitness machen. Solche Studios oder ähnliche Studios gibt es wahrscheinlich auch in anderen Städten. Dieses Studio hier heißt Parat. Ich habe keine Verbindung hierzu und bekomme auch nichts für dieses Video. Nach da, nach da, nach da. Stopp, 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 da ist gut. Näher ran, stopp. Nee, weiter zurück, stopp. So ist du da neben Mauricio, genau. Nee, da ist gut. Soll ich den Bauch einziehen? Bitte, ich auch. Und ein bisschen mehr